Jetzt sollte man mich hören. Gott, ich habe vergessen, dass ich, vorhin mein Mikrofon angepluggt habe, wegen das, gedingst war da, ne? Aber ich hatte eben kurz wieder ein bisschen Probleme mit der Capture Card. Mit Capture Card meine ich Facecam. Aber so 'n bisschen meine Schuld, weil ich habe 'n bisschen, ich habe das falsche Kabel genommen, witzigerweise. Das Programm das Programm doch gar nicht geschlossen. Warum ist nicht das geschlossen? Was zur Hölle? Ah, da ist es. Das wird OBS das natürlich wieder nicht anzeigen. Mega gut. Ja. Ja, OBS wäre cool, wenn du das zeigen tust. Dankeschön und zwar gutes aus. Ich habe vergessen, Livestream zu öffnen. Verdammt. Hören wir noch kurz der wundervollen Mucke hier. Ach, das Update muss ich auch mal machen. Kommen nie dazu. So. Und dann mal dich. Hoppala. Oh, muss noch ganz oben, okay. Da auch. Na, das hat aber. Der ist, denke ich, gut. Dann gehen wir anfangen. So. Na, spannend. Ah, jetzt sind wir aber schon wieder Mausreihe, ne? Weil ich habe vorhin eine Aufnahme. Ne, doch, Mann, verdammt. Ah, ich habe vorhin eine Aufnahme gemacht. So ein Keymeter-Spiel, was ich eigentlich livestreamen wollte, aber dann hatte ich Webcam-Probleme. Und dann habe ich nicht gesagt, ja, okay, ich lasse die Webcam weg, mache eine Aufnahme. Ja, ich wollte eigentlich einen Stream noch, einen Überraschungsstream machen. Ja, daraus wurde leider nichts. Deswegen würde ich sagen, starten wir den Run in 3, 2, 1, go! Ah, ich habe was vergessen, verdammt. Das ist unvorteilhaft. Was? Was? Ich bin verwirrt. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich dachte kurz, das Kabel ist maybe nicht richtig drin, aber nee, das ist ja auch nicht, weil da seht ihr ja. Was ist passiert? Naja, ich muss halt nur eben kurz resetten. Und eventuell sollte ich, glaube ich, meinen 3DS neu starten. Maybe. Mal gucken. Na, wobei, der leuchtet. Nein, muss ich nicht. Okay, goodie. Oh, das ist passiert. Ich sehe, was passiert ist. Das da ist passiert. Aber warum haben die Mucke noch gehört? Crazy. Na, da ist jetzt mal die nicht. Okay, goodie. Muss ich nochmal löschen? Ne, okay, dann. 3, 2, 1, go. Bam, 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 Tisch. Okay. Na. 3, 2, 1, go. Okay.
Din. Disch. Okay. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Das dumme Pausenscreen. Bam, 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 bam. Ja, mach hin. Ah, verdammt. Wieder kein Weltrekord. Ah, schon wieder über 30. Naja, genau 30, um genau zu sein. Moment, da muss jetzt mal kurz auf speedrun.com. Ich sollte mir echt mal merken, wie die ganzen Platzierungen sind. Wenn ich mal auf speedrun.com gehe. Ja, so stimmt. Was? Benachrichtigung. Ah, das ist Mario Bros. Forum, okay. Mario Bros. Forum, Mario Bros. Forum, Mario Bros. Forum, Mario Bros. Forum, Mario Bros. Okay, ja, okay. Ach, das wäre was bei SpongeBob. Also, oh nein, aber jemand mal Weltrekord geborgen. Aber glücklicherweise nicht. Hoffentlich. Ja, bin immer der Einzige. Gute Neuigkeiten. Immer noch den Weltrekord. Nice. Wie war denn das? Hier, Man Ray. 2,30. Oh Gott. Vierter. 2,27. Oh, das Blitz. Oh mein Gott. Bam, 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 bam. Oh, der hat aber goldenes Blitz gehabt. Crazy. Man Ray, Skip Man Ray. Ah, beim Skip da hat er ein Dings. 1,26 beim Man Ray Skip. Oh, okay. Good to know. Ja, das hat der Ritter. Der zweite hat 2,25. Wo ist denn eine Sekunde Unterschied, Alter? Crazy. Ja, und ja, das halt 2,24. Okay. Wir sagen, haben wir einen weiteren Versuch. Aber da noch genug gesehen. Also ich muss den Timer noch resetten. Ich sagte Timer resetten. Dankeschön. Android 2, 1, go! Bam, 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 bam. Warte, was? Kommt das nur so vor, oder ist es schneller, wenn ich R drücke? Ne, es kommt, glaube ich, nur so vor. Ne, es kam mir nur so vor. Okay, alles gut.
das war dumm. War dumm, war nicht doof. Und schlecht. Bam, 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 bam. Ja, ist gut, dass die Musik eigentlich verschwindet. Oder eher unvorteilhaft. Ich glaube, niemand ist mal in dieser Community aktiv. Ich bin, glaube ich, wahrscheinlich der einzige Guy, der dieses Spiel überhaupt gerade momentan spielt. Was meine ich, der ist aktiv auch öffentlich sagt. Es gibt bestimmt noch andere Paar, aber die machen wahrscheinlich alle im Privaten. Falls es welche gibt. Lull. Mach hin. Schon wieder keine 24. Mach doch. Na, schon wieder über 30. 31, sogar eine Sekunde schlechter. Ja, würde ich aber sagen. Gehen wir rüber zu Roblox und dafür muss ich dann wieder Stuff umbauen. Leider, leider, leider. Leider, leider, leider Stuff umbauen. Sehr live. Naja. Warum warte ich eigentlich? Warum mache ich nicht immer direkt aus, sondern mach das? Bam, bam, bam. Diese 3 Sekunden. Okay, das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Aha, verdammt. What? Ich glaube, das sollte nicht passieren. Was? Oder soll das passieren? Bin verwirrt. Habe ich hier schon die Wandsprünge gemacht? Ich glaube schon. Jetzt krieg ich es nicht mal hin. Ne? Habe ich den... Nein. Das ist jetzt nicht passiert. Oh nee. Mario. Wieso? Kann ich ihn in seine Box wieder tun? Oh, das gibt doch bestimmt ein Achievement. Was? Hä? Hä, warum bin ich jetzt gestorben? Hä? Was? Ich bin verwirrt. Was? Ich bin super verwirrt. Die Clips waren da gerade alle schön am Laufen. Auf einmal sehe ich, war kurz weggeschaut, auf einmal waren die Clips weg. Ganz weird. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie selber geschlossen. I don't know. Aber ich bin noch nicht fertig mit der Vorbereitung, also noch nicht ganz durch. Wir sehen uns gleich wieder. Was habe ich gerade? Oh nee, das war. Ist das Copyright? Weiß ich nicht. Bin ich gerade voll an etwas. Egal.
das muss jetzt einfach rein, weil mich das daran erinnert. Nee, das nicht, sondern an was ich mich erinnere. Ja. Mal schauen, ob es Copyright sein wird oder nicht. Ich werde es erst nach dem Stream erfahren. Aber das erinnert mich gerade übelst hart hier ran. Oh mein Gott. Alter. Warum muss das so laut sein? Das ist wirklich eklig. Du solltest es besser nicht anfassen. Oh mein Gott, ich fasse das GIF an. Was macht ihr jetzt, Spiel? Was macht ihr jetzt? Ich fasse es an. Oh nein, meine Hand ist immer noch gleich. Okay, ja, würde ich sagen. Oh, ich sehe so. Ich glaube, ein bisschen anders anpassen, aber ich sehe gerade, ich sehe dann so. Oh, no, 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 no. Naja, lass ich jetzt mal so. Na, schauen wegen Mucke. Warum sieht man eigentlich wieder nichts? Hoppala. Ach, ich weiß warum. Deswegen. Jetzt sieht man was. Aber wo ist meine Musikquelle? Musik. Da ist sie. Okay. Guti. Gehen wir erstmal zum Restaurant. Okay. Laden. Und wir sind wieder am Strand und das Feuerwerk funktioniert wahrscheinlich immer noch nicht, richtig? Richtig. Oh, wo ist Ikea? Da hinten. Na, latschen wir da mal hin. Bam, 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 bam. Machen wir das, machen wir das, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Na, das ist nicht meine Werbung. Schade. Okay. Naja. Okay. Nicht wirklich was ich haben will. Oh Gott. Ist das wirklich mein Restaurant da? Nee. Muss ja am Strand sein, das ist nicht meins. Oh mein Gott. Das sieht wahrscheinlich trotzdem besser aus als meins. Tut es auch. Ah, das wird sehr viel besser aussehen als meins. Verdammt. Wo ist denn jetzt der Strand? Da hinten. Nee. Oh, voll die coole Brücke, aber... Jo. Nur habe ich das Gefühl, dass es cooler wäre, wenn da... Ich nenne es mal Teich. Ein Fluss wäre und irgendwie in den Meer führt oder irgendwie so Piu. Dann wäre es cool. Ja, mit dem Fluss dann. Mit der Brücke meine ich. Oh, da ist der Strand, da ist... Was? Ach, das ist... Oh, die laufen noch hier lang. Jo, was ist das denn? Crazy. Das ist auch ein Restaurant, okay. Oh, ich habe direkt einen Laden hier bei mir. Ah, der ist, glaube ich, doof. Oh, hier ist meine Werbung. And so much more. Das wäre irgendwie nur... Was für Roblox, ne? Ja. Zweimal Boost, was auch immer Boost bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Warum ist hier ein Parkplatz? Der ist nicht von mir. Der ist nicht von mir. Kann ich den bitte entfernen? Ich möchte den da nicht. Ach, das ist wahrscheinlich vom Driver.
Muss ich ein Auto kaufen für ihn? Ich kann ja nirgendwo ein Auto kaufen. Ah, nee. Ja, gut, es wäre das, aber scheinbar doch nicht. Dann. Was einsammeln? Ah, ich muss vom Lieferfahrer das Geld einsammeln. Ah, okay. Aber wieso ist dann da ein Parkplatz? Was? Ein Kind, das alleine ist. Was? Wo sind deine Eltern? Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Jo, war so eine Bank. Daraus mal einer hinsetzen. Naja, klappt nicht so gut. Egal. Bam 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 bam. Wieso sind die Fireworks? Ne, ich würde so gerne sehen, mal. Boah, das ist cooles Essen. Das spricht mich echt an. Nice. Ach, da war ein Riesenrad, ne? Boah, was eine coole Brücke. Man kann ja auch damit fahren, ne? Für 100. Na. Ja, so rein. Naja, aber dann fährt's nicht. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal gemacht. Vermutlich. Geld. Ich muss heute Geld einsammeln. 12 diesmal. Ah, der Operator geht ran. Also, hallo, was möchten Sie? Vielleicht wäre ein Operator für ein Telefon, aber ich kann es ja nicht sagen, wer Telefon sein soll und wer Drive-In machen soll. Das wäre cool, wenn das gehen würde, aber sadly nicht. Bam, 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 da. Bin neugierig. Oh. Ja, das wäre wegen Telefonlieferung. Egal. Wir laufen mir halt hin, weil es keine. Doch, ich habe einen Truck, egal. Dann laufen wir halt dahin, ne? Ist auch egal. So, Ikea, was? Ah, ne, ist so ihm wahrscheinlich. Nice. Oh, das ist cool. Oh, das ist ziemlich cool. Oh, ich hätte ein Motorrad spawnen können und ein Auto. Hoppala. Naja. Weil ich wahrscheinlich schneller am Ziel gewesen habe, ist jetzt auch zu spät. Das ist nicht mein Restaurant. Ja, was das denn? Weil. Boah, das ist auch cool. Das ist die Kamera. Dann. Oh, 40 Geld. 43, 39. Antworten. Hallo. Oh, ich glaube, das ist jetzt in der Order. Kann das sein?
Aber ich musste nichts machen. Ich dachte kurz, ob es wieder gehört, aber glücklicherweise doch nicht. Dann bin ich ja beruhigt. Dass es nicht so ist. Warum ist der Boden da Gras? Kann mir das mal jemand erklären? Aber warum ist der Boden Rasen? Wir draußen sind wenigstens Steine. Das ist mal ganz nett. Wahrscheinlich soll er das noch machen. Mit dem Stein. Meinst du, ist so hässlich? Ich will es auch nicht mal abreißen, aber das ist so hässlich. Alter, sehen so schön aus. Meinst du nicht? Wie $0? Was zur Hölle? Was war das denn da, wenn du kein Geld bekommen hast? Ah, hat er sich abzocken lassen oder was? Warum hat er $0 gebracht? Was zur Hölle? $0, ich bitte dich. Den. Wegen. Für Einzelhandel? Ah, wir waren lange nicht mehr im Pizzaleben. Gibt es zufälligerweise einen... Ich will kein Manager sein. Okay, Manager ist da, Girl ist da, der Kassierer ist da, Girl ist da, der Bagger ist da. Auslieferer gibt es scheinbar nicht. Das, was ich gefühlt immer mache. Egal. Na, ich glaube, da hat er was verloren. Lul. Muss ich überhaupt schon B1 und dann zu C. Okay. Ja. Ja, das ist A1. Naja. Ja, das ist so die 3, ja. Cooles Gesicht. Und C1. Nice. Bam, 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 bam. Was ist den Managernamen? Nugget. OMG, ich bin am Verhungern. Ich glaube, du siehst aber nicht. Was sagen? Wer hat mein Auto geklaut? Aber glücklicherweise niemand. Hey, und jetzt noch ich mal einen Auslieferer. Ich will den Job allein machen. Egal. War halt bestimmt schon was. Ja, wahrscheinlich nicht. Der jetzt alles eingesammelt. Da. Der Pizza. Was ist das denn? Eine Trophy wenn sie joinen, aber gewöhnlich. Möbel. Ausrüstung. Helm. 2800. Das habe ich nicht. Verdammt. Gib mir mal ein Ausrüstungsgeschenk. Overall. Feueratem behalte ich. Wo ist mein Feueratem? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Jo. Seit wann gibt es denn Pizzaschneider? Alter. Hat das nur 2? Egal. Cool. Aber wir einzige Auslieferer nett.
Bam, 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 bam. Okay. Darüber geht's zu C2. Und dann zu C1. Sehr viele Lieferanten. Naja, das ist wohl ein gern gesehener Job in dem Spiel. Hat er nicht jedem schon was bestellt? Naja. Oh gut. Egal. Eine Pizza nur? Sag mal. Was macht ihr da? Ja, zweite Pizza. Na, es kommt auch keine Pizza da rein. Ne? Ja, okay, dann. Ah, ja, Mucke. Dann. Zu A1. 1. UMG, ich bin am Verhungern. Ich auch. Nee, nicht wirklich. Party-Insel? Nee, du. Lol. Nix! Summer. Din. Oh Gott, was? Kann ich bitte weglegen? Okay, scheinbar nicht, lol. Egal. War ich nicht. Ach nee, das ist hier. Hier ist A. Bam, 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 bam. Oder Nico, willkommen. Übrigens, was soll ich sagen? Ach ja, wegen Bobby Playtime. Wegen den Videos. Ich versuche das die ganze Zeit noch nebenbei, aber WhatsApp bricht die ganze Zeit das abwenden kann. Ist halt, keine Ahnung, super weird. Jo, was ist das denn? Alter. Ich habe auch E gedrückt. Also ich kann es wieder über Mega machen. Also da habe ich jetzt sogar schon alle 20 hochgeladen, die ich da habe. Aber keine Ahnung. Download-Link? Kann ich einen Download genug von dem Video machen? Oder? Boah, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Verbindung getrennt? Nein, nicht die Verbindung trennen. Kann man noch machen. Ja, schon so ein Einzelhandel. Ja, warum nicht?
Aber ich hab den Ordner auch mega hochgeladen, meine ich damit. Ich muss es ja noch freigeben, merke ich gerade. Link teilen. Link kopieren, ja, jeder, der einen Link haben müsste, okay. So. Ich schicke dir mal jetzt, oh Alter, 7,98 Gigabyte. Aber da habe ich alle schon so hochgeladen, wie die Streams war. Also da habe ich jetzt nichts weggeschnitten. Eigentlich wollte ich die ja schon beim ersten den Roblox-Teil wegschneiden. Aber ich habe die alle nummeriert. Also da steht also drauf, was das erste ist, was das zweite ist, was das dritte ist. Also du kannst dann immer nach und nach dann immer die nehmen, was du brauchst. So, natürlich dann mit 1 anfangen, schon klar. Das ist gerade leider die einzige Option, die ich habe. Aber das sind noch nicht alle. Da kommen noch welche dazu. Aber ich denke, 20 reichen erstmal aus. Sag dann ruhig Bescheid, wenn du mehr brauchst. Wenn du den Rest brauchst, meine ich damit. Oh, ich glaube leider, dass da irgendein Stream verloren gegangen ist. Weil beim ersten habe ich ja nicht wirklich das Rätsel da gelöst direkt am Anfang. Aber im zweiten Stream habe ich gesehen, dass ich direkt schon da bei Huggy Wuggy bin. Also in diesem komischen Raum da. Wo mit dem Schlüssel, wo irgendwie, keine Ahnung, wo er uns den Schlüssel gibt. Also das fehlt, wie ich das Rätsel löse da irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo das geblieben ist. Aber auf Twitch kann ich es leider nicht mehr runterladen, weil Twitch hat den Stream schon gelöscht, glaube ich. Eigentlich gar nicht, weil Twitch macht, glaube ich, nur 7 Tage. Habe ich wahrscheinlich vergessen, den einen Stream da hochzuladen. Waren das 7 Tage? Bin mir unsicher, ich glaube schon. Und bitte, 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 bitte. Zwiebelmilch? Alter, was ein Name? Zwiebelmilch. Irgendwie. Das gefällt mir nicht. Can't move that? Bist du bescheuert? Warum nicht? Oh, das stört mich so sehr, dass es jetzt... Naja. Ich glaube, ich bin stuck im Auto. Lass ich mich mal zurück. Sagte, ich setze mich mal zurück. Dankeschön. Verzeihung? Kann ich mich bitte... Bitte... 1 bis 10? 3. Ich sag mal 3. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das Gefühl... Verzeihung? Kann ich mich bitte wieder normal bewegen? Was? Oh Gott. Ich glaube, ich schäume. Kann mich nochmal zurücksetzen. Was? 7? Was? Warte, worum geht es überhaupt? Warte, ich bin so verwirrt. Wahrscheinlich einfach nur
Gerade ich will nochmal die gleiche Zahlenraum oder ein anderer? Oh, ich schon neu. Das ist nicht das Spiel. Bruh. Komm ich nicht rein. Hoppala. 1 bis 10, okay. Wenn das die 7 davor war, dann ist es jetzt. Die 8. Keine Ahnung. Ding. Das ist es. Okay. Din, 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 din. Oh mein Gott, was ist das denn für ein crazy Store? Alter. Direkt mal anschauen da. Ah ja, ich kann hier rennen. Richtig. This is the one shop for money trees. Ich habe 8 gesagt. Alter, was? Jo, was ein Laden. Crazy. Echt nice. Ich habe gesagt, weil deine Teil 7 war, da habe ich überlegt, gehst du einen runter oder einen hoch? Dann bin ich einen hochgegangen. Das war mein Gedankengang dahinter. Und scheinbar hat sich das gelohnt. Aber jetzt kommt's. Ist doch falsch. Ach, das sind Tische. Ich habe hier Tische. Kann ich irgendwas auf Tischen lagern? Na, bestimmt. Schauen wir mal nach. Boah, kleine Elektrogeräte. Laderampe. Ach, Laderampe. Große Elektrogeräte. Ich habe 15. Ach nee, Einheitsgröße. Nee, ich habe gar nichts gelagert. Bruh. Einfach. So, Elektrogeräte kann ich mir eigentlich kaufen. Ja, hier Geräte kann ich mir auch gönnen. Ich glaube, ich gönne mir ein paar davon. Jetzt 2125. Boom. Dann räumen wir die hier mal dahin, ne? Gibt zwar von der Aufteilung absolut keinen Sinn, aber ist mir auch egal. Und dann kann ich da Mikrofone hin tun. Boom. Nice. Und die? Keine Ahnung. Bleiben erstmal gelagert. Kein Plan. Ich will mir einen weiteren dritten Tisch und tu die da hin. Das kann ich aber auch machen. Okay, aber ich muss mal kurz weg. Also ich bin gleich zurück. Nein! Oh mein Gott. Alter. Warum muss das so laut sein? Ich mag das Dreieck irgendwie. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß nicht wofür, aber irgendwie mag ich das. Und das auch. Keine Ahnung. Und
nein, mein Haus war, glaube ich, ganz komisch, oder? Ich will nicht rein. Sind Lichter Durchgänge. Ja, keine Ahnung. Aber irgendwie mag ich das. Ich habe Angst. Oh Gott, nicht entfallen. So. So. Da bin ich wieder. Okay. Wie, was möchte ich? Euro Truck Simulator ist echt nice, aber das besitze ich schon. American Truck Simulator hat TB mir gesagt, dass es echt nicht geil ist. Also, na. Und Euro Truck Simulator besitze ich schon. Dann. Okay, das ist meine Musikquelle. So. Was ist das schon wieder für ein Symbol? Alter. Moment. Ist das? Oh nein, ich glaube, ich werde es nicht finden. Hab's doch noch gefunden. So. Ist das? Nee, ist es nicht. Verdammt, das hat nur 2. Mein altes Mikrofon. Was? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Nee, nicht OBS schließen. Ah doch, okay. Ich dachte kurz, man sieht mich irgendwie, man sieht nur eine Grüße. Ah. Also ein bisschen ähnlich aufgebaut. Vom Ding her. Das ist nur das Spiel 2. Weil ich. Ja, das war eine Zeit lang mein Mikrofon. Dann. Aber mittlerweile nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen ist es irgendwie. Keine Ahnung, was das da ist. Den. Wieder verreitet. Genau. Wieder verreitet. Du kommst scheinbar wieder. Ah, das glaube ich nicht. Bedeuten die Symbole, kommen da keine Kunden ran? Oder warte, doch, da kommen, der kann doch so nehmen. Ist das auch ein Räuber? Nee. Oh, bruh. Toller Räuber. I mean, hätte ja sein können. Jeder kann ein Räuber sein, theoretisch. Aber nicht jeder ist ein Räuber. Oder was ist denn das da? Hier so. Hören wir kurz dann da hoch. Geht das? Ah, ich muss irgendwie damit da hoch, damit ich da hochkomme. Nein. Ja, auf das Ding da oben. Ja. Aber von hier aus komme ich nicht weiter. Kann man da hoch? Da kann man gar nicht hoch. Aber ich will da hoch. Oh mein Gott. Yes. Irgendwie. Ja, und wir kommen jetzt. Okay. Komme ich jetzt da hoch? Das ist so unvorteilhaft. Da komme ich glaube ich nicht hoch. Das ist so eine interessante Struktur. Ich glaube nicht hoch. Schade. Auf der anderen Seite, maybe. Mal googeln, mal Logi machen. Oh nee, sieht halt. Ja, selbst wenn ich da hochkomme, komme ich da nicht mal weiter. Oh. Hier ist ja eventuell eine Treppe.
Ja, wie für mich gemacht. Aber die ist natürlich ein bisschen zu hoch, so dass man da nicht hochkommt. Langweilig. Oder kann ich? Kann ich damit nicht fahren? Ja, fahren will ich eigentlich auch gar nicht. Nice. Nicht runterfallen. Dankeschön. Somit kommen wir hoch. Ja, nice. Geil. Din, 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 din. Nein! Als ob. Doch, das geht. Stimmt. Ich an die Wand. Sagte richtig an die Wand. Ich will leider nicht so viel Platz. Das ist ein bisschen. Oh. Warum? Warum? Ich will doch da hoch. Ich glaube, ich brauche was Höheres. Was sind die Trucks denn höher? Ich habe keine Ahnung. Das sind super teuer. Naja. Ein bisschen durch die Gegend. Oh. Was? Achso, es gibt irgendwie so ein Multiplayer-Spiel, davon habe ich mittlerweile mitbekommen, aber keine Ahnung. Boah, wie heißt denn das? Project Playtime oder irgendwie sowas in der Art. Das andere? Keine Ahnung. Falls du das meinst. Warum war ich eigentlich? Auf Roblox? Was? Hat das mal auf Roblox auch mit der offiziellen Public Playtime mit zu tun, oder? Oh, der Müll ist voll. Oder ist nur so ein Fan-Ding? Oh, die Mülleimer sind ja auch alle voll. Von den. Oh, okay, interessant. Interessant, interessant, interessant. Ja, von Project Playtime wusste ich. Oh, vielleicht kann ich mal Gebete auch so überreden mit dem Project Playtime. Aber brauche ich noch jemanden? Vielleicht kann ich ein paar Guys finden, die man es dann spielen könnte. Wie ist denn das? Project Playtime Forever. Ich habe das Gefühl, aber dann müsste ich. Project Playtime Tycoon was? Muss ich die Musik ausmachen. Aber ich glaube, da ist der Sound wichtig in dem Game. Kostet Poppy Playtime Dings da eigentlich? Wie ist das einfach nochmal? Project Playtime, so hieß es. Steam, erzähl mir mehr. Project. Oh, das ist sogar kostenlos. Cool. Ach, das ist auch im Early Access. Okay, füge ich mal zur Bibliothek hinzu. So, ja. So. Achso, ich muss immer kurz im Roblox noch einmal. Mal kurz schauen, wo habe ich die Quelle? Ich glaube, hier die Quelle noch. Gemutet. Wenn wir finden, die Quelle. Weil man sollte auch was hören. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das auch im Bestrafungsfilm, sag ich, in der Horrorwoche noch gemacht am letzten Tag.
Okay, ist es nicht gemutet, okay. Gut. So. Oh mein Gott, was? Laden öffnen. Willkommen. Spiel zu starten. Gehen Sie zum Mitarbeitereingang. Ist neu das Game? Ach so, okay. Oh, okay. Was ist denn da im Mitarbeiterraum? Warum bin ich so klein? Hä, bin ich doof? Wahrscheinlich. Ah, schade. Ja, wahrscheinlich gab es das da noch nicht, oder? Laute Geräusche ziehen Aufmerksamkeit auf dich. Oh nein. So. Hier redet man zum Spielen. Bin mal gespannt, du. Was ich überhaupt machen muss. Lul. Playtime. Oh. Das Spiel automatisch nach 30 Sekunden. Okay. Warten auf Spieler. Hey. Bin auch bereit. Warum wartet ihr auf mich? Oder ist das jemand anders? Ist das ein anderer Bacon? Wie ich letztens gelernt habe, wie es heißt. Irgendwann muss ich mal einen Skin machen. Ich höre was und sehe, aber. Ah. Hey, schau, es ist entsperrt. Das ist unsere Chance. Lass uns schleichen, bevor wir entdeckt werden. Ach, das war ich. Hoppala, egal. Das ist der Playtime Co. Superstore. Oh, das war nicht ich. Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Ich auch nicht. Ja, es hat so eine seltsame Stimmung. Ich bin froh, dass wir eine Kamera mitgebracht haben. Niemand glaubt, dass wir tatsächlich hineingegangen sind. Oh, das ist so weird gesagt gerade. Du Ära, die Geschichten gehört richtig über die AI, die den Platz betreiben. Die sagen, dass sie eine Firma, hey, holen wir uns einfach das Filmmaterial und verschwinden. Dieser Ort macht mir Angst. Oh, glaube ich mal im Spiel. Drücke Tab um das Inventar. Okay. Knappt ja die blaue Schlüsselkarte. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Oh mein Gott, das ist sogar die Geräusche von Playtime. Was? Hi. Oh, Besucher. Ich kann mich nicht erinnern, was wir jetzt mal gestern hatten. Du bist zurückgekommen, oder? Ich denke, wir sollten gehen. Lass uns hier rauskommen. Verlassen war aber. Wie war? Warum hört man nichts? Gerade angekommen. Haben wir das gehört, dass das dazugegangen ist? Na, ich kann noch mal ein bisschen. Oh, hey, was? Stärkung machen. Filter. Verstärkung. Stellen wir fest. Das ist unvorteilhaft. Namensfelder sollte eine. So. Jetzt müsste man. Ach, wobei das ist immer noch super leise. Weil ich habe so volle lauter geht nicht. Jetzt habe ich voll viel nicht mitbekommen, aber passt schon. Finde eine Batterie und öffne die Tür. Was ist überhaupt passiert? Weil wir jetzt eine Batterie finden müssen. Ich möchte das in Aufmerksamkeit auf dich. Ich glaube, ich habe eine Batterie gefunden. Ah, kein Telefon. Typisch. Uh. Jo. Alter. Gelb? Ich hab kein Gelb.
Oh, man kann die... Ja, öffnen, das steckt fest. Ich hoffe, man hört übrigens jetzt was. Und das ist auch volle Pulle. Warum stecken so viele fest? Okay. Wohl nirgendwo war was. Crazy. Okay. Der steht wahrscheinlich fest, ne? Ja. Bam, 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 bam. Ja, aber warum geht das jetzt nicht? Weiter. Ah. Und diese Kohle-Dinger. Diese Kohle-Dinger. Ach, die da. Och, nö. Naja, er macht das schon, glaube ich. Seht das auch gleich? Ja, tut das. Okay. Okay. Warte, ist das nicht super einfach? Was? Ja, das war... Wow. Dieser Ort ist riesig. Siehst du, ich habe dir gesagt, dass es wert ist. Oh, was war dieses Geräusch? Ist diese am Leben? Die Sicherungen sind durchgebrannt. Oh. Warum macht mich das glücklicher? Als es sollte. Oh, ich kann springen. Finde die Sicherung, öffne die Tür. Dann leuchtet irgendwas. Wow. Oh Gott, irgendjemand latscht hier, glaube ich, rum. Irgendjemand, der mich nicht mag. Alter, Merch. Schon, ich glaube, ich kann... Ah, ich brauche Binder. Okay. Oh, hi. Sind das die hier? Warte mal. Ja. Okay. Oh, wo sehe ich denn die? Das ist ja lame, wenn ich die sehe. Da komme ich da oben hin. Oh, bruh. Hi. Er lebt scheinbar. Oh nein, ich bin jetzt stuck. Du bist gestorben. Sehr schön. Verdammt. Oh, ich kann mich wiederbeleben. Was? Oh. Okay. Oh ne, wo ist er? Oh, natürlich direkt hinter mir. Was war das denn? Wo ist er schon direkt wieder bei mir? Warum kann ich nicht mehr rennen? Ist er weg? Ach Gott, vielleicht soll ich aufhören, auf diese Dinger zu latschen. Okay, das macht nichts. Auch wenn das Geräusch mich glücklich macht. Okay, ein weiterer. Noch einer. Was ist der andere eigentlich? Oh, ich bin voll, echt?
Dachte ich mir jetzt alle gönnen. Dann schön dahin, aber... Oh, das ist Glas. Cool. Gut zu wissen. Ja, drauf gelatscht. Wo ist er denn jetzt? Oh nein. Die müssen noch überall rumliegen. Okay, ich kann nur 3 tragen. Jetzt. Langweilig. Warum ich denn das so gelb? Hat sich was bewegt, aber schneller doch nicht. Cool. Das Office. Oh, das rote Schlüsselkarte. Crazy. Krieg ich Fallschaden? Oh, ich kann gar nicht runterspringen. Okay. Schade. Der macht sich's, glaube ich, gemütlich. Da kommt, glaube ich, jemand raus. Da ist noch einer. Oh, du kannst keine Gegenstände mehr tragen. Geht's hier runter? Ja, mit der Treppe. Wo war die Treppe? Werde ich schon finden. Coole Dinger, die hier sind. Ah, aber habe sie gefunden. Was ich nur tragen kann. Ja, dann ist es auch gut, dass die markiert sind. Okay, 2 noch. War das eine? War die andere nicht auch oben? Komm hier so langsam. Ist das eingesammelt? Nee. Nimm doch. Dankeschön. Waren die andere. Es gibt 80 Quadrillionen. Dann ist noch einer. Oder auch nicht. Doch. Jetzt. Oh Gott. Cool. Jetzt wartet der da, oder? Ernsthaft? Kann ich mal rennen? Das musste jetzt auch hier sein. Ja, geh weg. Danke. Ich sagte, geh weg. Ja, geh einfach die Treppe runter. Auch okay. Jetzt geh bitte weg. Ich sagte, geh weg.
nee, ich bin voll langsam. Dankeschön. Kann das zugemacht werden? Der Strom kam nicht zurück. Nee, leider nicht. Wo ist der andere Diode überhaupt hin? Ist er noch? Oh, der andere Diode ist scheinbar weg. Cool. Was für Rohre. Steht immer noch hinter mir. Nicht gesehen. Ja. War schon mal ein Rohr, aber... Ah. Die sieht man scheinbar nicht. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach nö. Mir wieder super laut. Oh, dass ich mich da bewegt. Cool. Ja, ich weiß, dass ich gestorben bin. Das habe ich gesehen. Au. Schade, warum kann ich mich nicht mehr wiederbeleben? Zuschauer. Oh. Nett. Naja, aber ich muss einmal wieder ganz kurz weg, also ich bin sofort wieder da. Bin ich komisch, wenn ich sage, dass ich mal auf eine Pizza Apfel getan habe? Wahrscheinlich. Fragt nicht. War neugierig. Rede ich darauf. Aha, verdammt. What? Ich glaube, das sollte nicht passieren. Was? Oder soll das passieren? Bin verwirrt. Dann. Okay. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber du musst dann immer über die Äste springen, sag ich mal. Sowas kann ich. Hoffentlich. Richtig. Die Oh nee, das ist so langsam. Warum ist das so langsam? Wir werden immer schneller. Wow. So viel zum Thema, ich kann das. Okay. Oh mein Gott. Alter. Warum muss das so laut sein? Nicht so, muss nur sagen, dass das der letzte Versuch war. Das ist jetzt nicht passiert. Oh nee, ey. Es gab mal bei McDonald's einen Schokoladenburger. Ih. Oh, das ist kein Burger. Ups. Oh. McDonald's Rittersport ist quasi das gleiche. Oh Gott, wie mache ich das? Neue. Oh Gott. Socken. Ja, verdammt. Kriege ich nicht hin. Oh Gott, jetzt ist mein Licht hingefallen. Eieiei. Jetzt ist mein Licht hingefallen. Oh Gott. Ah ja. Schredder, ist das Schredder? Schredder. Ja, was. Ist das Aber gut? ist das Ich auch. Schredder? Jo, das ist Schredder! Oh mein Was war das denn? Rette mich! Schredder! Komm bitte wieder!
Ich will nicht allein beim Klettern sein. Er ist hinter mir. Ich kann mich nicht mehr umdrehen. Warum fand ich das so witzig? Genau, Ducken. Kann ich mich zerquetschen lassen? Ja, kann ich. Okay. Haben wir das auch geklärt? Das ist schön, dass die ganze Zeit, dass sie hier, wie alt war ich? 2008? Nee, 2003, nicht 2008. Upsi. Ja, da war ich auch gerade mal. Äh. Eins. Warum wollte ich drei sagen? Eins. Ich mag das Dreieck irgendwie. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß nicht wofür, aber irgendwie mag ich das. Okay, da bin ich wieder. Random Woche, Random Stuff können wir machen. Ich habe generell, ich habe die Tetrabit Gaming Videos noch nicht geschaut, also. Die habe ich auf jeden Fall noch. Dann, was haben wir noch? Habe ich noch was auf YouTube? Ich glaube, ich habe noch irgendwas auf YouTube. Auf jeden Fall die Tetrabit Gaming Videos habe ich. Ja, ach doch. Aber können wir machen. Falsche Playlist. Eine fast 4 Stunden Video. Immer noch. Wie viel haben wir es überhaupt? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die Tetrabit Games wir werden wir uns dann anschauen. Das ganzen Werbespots rausnehmen. Ah, stimmt, ich habe dann noch ein Dash-Video und dann habe ich hier noch mehr Power Playtime, wo jemand versucht, Kapitel 3 ohne die Lieder in der Hand zu spielen. Und dann noch jemanden, der versucht, mit ohne Kopf zu bewegen. Ja, das habe ich auf jeden Fall in der Playlist drin. Aber wie lange ich mache, das weiß ich nicht. Wobei kann ich? Ich kann nicht. Kann ich irgendwie sagen, dass ich ein neues Spiel machen will, ohne dass ich hier rausgehen muss? Okay. Was? Achso. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich mache. Nur einen Tag? Muss ich aber. Welcher Tag wird es denn? Das können wir aber machen. Welchen Tag möchtest du denn? Muss ich kurz ausrechnen, dann wie viel das ist, aber ist auch okay. Ach, willst eine Woche und einen Tag? Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Willst du also eine ganze Woche und dann wahrscheinlich den extra Tag? Ach, willst du heute schon Random Stuff? Meinst du das? Nee, wir springen. Ja, ich muss die Punkte noch von einer Horrorwoche machen. Ups. Hoppala. Ja, machen. Ich wollte noch irgendwas machen. Ich weiß noch, was ich hier in Random Stuff machen kann. Ja, gerade auf. Ich denn? Das ist nicht da, wo ich letztes Mal gestartet bin.
Ich glaube, ich habe gar nicht alle Tetrabit Gaming Videos in der Playlist. Ich habe gar kein Tetrabit Gaming Video in der Playlist, sehe ich gerade, muss ich dann suchen kann, aber wo kriegen wir hin? Kann mich ihn ja trotzdem bewegen. Bin ich wieder allein? Cool. Oh, da ist ja noch, okay. Achso, habe ich ja schon, bruh. Hab ich doch nicht einen zweiten Spieler für? Ah, nee, okay. Ups. Gott. Oh nee, das schon wieder. Also schon direkt hinter mir, oder? Ja. Nett. Cool. Wow. Hoppala, ich bin schon eine Stunde live, was? Crazy. Ich kann meine Maus nicht bewegen. Ah, jetzt. Okay, also, wir haben es jetzt richtig verstanden. Du willst heute noch random Stuff, oder wie? Also die nächste Woche und heute noch random Stuff. Aber dann würden wir übergehen zu was anderem. Wenn du noch random Stuff haben willst. Du. Dann. Eurotruck, ja, das können wir machen. Okay, dann also willst du Randoms. Okay, guti, dann machen wir das. Dann machen wir das. So, random. Ja. Das heißt, wie geht ihr den Euro? Habe ich einen Auftrag? Ich habe so lange Euro. Oh, oder? Habe ich das noch installiert? Oh Gott. Jetzt bin ich mir unsicher. Habe ich das noch installiert? Ich habe letztens ein bisschen Stuff installiert. Oh Gott, ich hoffe, ich habe das noch. Nein, ich habe das letztens deinstalliert. Ich muss es erstmal wieder installieren. Oh, mit 23 Gigabyte. Uff. Ja, das können wir in der Zwischenzeit machen. Ich muss erstmal wieder installieren. Ah, ich habe das deinstalliert, weil ich Speicherplatz brauchte. Ah, ich kann es aber. Ja, stimmt, ich kann. Ja, wir können uns ein bisschen Tetrabit Gaming reinziehen. Reinziehen. So. Ja, ich bleib's. Ich nenne es jetzt einfach Random Stuff. Oder wir haben. Ja, Tetrabit Gaming ist, glaube ich, ganz gut. Just chatting. Warte, oh, okay. Oh, hoppala. Weil ich auch noch zur Auswahl hätte. Ja, das wollte ich ja machen, dass ich auf seinen Kanal gehe und dann. Also, hat er eine Playlist von Poppy Playtime? Wahrscheinlich nicht. Coolen Zusammenfassung? Was für Zusammenfassung? Relation? Nee, leider nicht. Das Video muss ich mal schauen. Das sieht interessant aus, 10 Jahre. Oh, hat er? Alle drin sind? Wobei doch, ich meine, ich habe auch irgendwie sowas gesehen. Moment. Poppy Playtime.
Das hier muss es. Ah, das ist 1 und 2. Hat er nicht auch mal ein Kapitel 3? Oh. Ich glaube, das ist eine coole Playlist. Ich glaube, das wäre eine coole Playlist. Ist das überhaupt alles drin? Ist da alles drin? Ich bin mir unsicher. Hm. Ich hoffe, da ist alles drin. Okay, zugegeben, ich kenne die erste schon, aber das gehört dazu. Deswegen schauen wir uns das mit an. Das gehört dazu. Oh, ich liebe dieses Intro von ihm. Hi. Guys, and welcome back to Lost Bits, the series where we explore the unused, altered, and unseen content in gaming. Today, we're checking out the breakout indie horror game of 2021, Poppy Playtime. It's a pretty cool game so far. Das sind echt coole Spiele, stimmt. Okay, vielleicht. Hat er eben. Ah, nee. Nee, schade. Schade, schade, schade. Das wäre cool gewesen, aber. Hatte man nicht irgendwie. Wobei, nee, die automatischen Untertitel von YouTube sind fürchterlich. Nee, das lassen wir. Das habe ich einmal gemacht. Also fürchterlich. Aber schon wieder? Egal. Wir haben nur. Hey guys, and welcome back to Lost Bits, the Oh, ich kann series gleich where we gegeben. explore the unused, altered, and unseen content in gaming. Today, we're checking out the breakout indie horror game of 2021, Poppy Playtime. It's a pretty cool game so far with a really neat atmosphere. Think Ach, Poppy hat was anderes. Oh, weil jetzt habe ich dachte gerade, du bist mit sich auf Petra Gaming. Ah, meinst du jetzt bei der Zugfahrt? Boah, ich glaube. Oh doch, ja, ich meine, ich habe irgendwie so ein Video gesehen, leider. Ah doch, es war irgendwie so eine Theorie. Oder war es eine Theorie? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo habe ich mal irgendwie sowas gesehen. bendy Aber ist and auch ink schon ein paar Tage her. machine Hey, Videolat. only hairier. Anyways, in this video, Na, I'll Chapter 3, okay. Wo geht denn Chapter 3? Ah, für die Leute. Boah, wie hieß denn der Kanal nochmal, wo ich das gesehen habe? Das war auf jeden Fall ein Kanal von dem da. Hat er den verlinkt? Ja, das war. Das war ein Short auf jeden Fall. Welches ist denn das? Sing slow. Oh Gott. Hab's wahrscheinlich schon. Ich weiß ja nicht mal genau, was sie gesagt hat. Ne, hier sind wir schon bei. Ich weiß nur, dass sie was anderes gesagt hat, aber ich weiß gerade nicht mal genau, was anderes war. Ich weiß nur ein bisschen, dass es andere Betonung war. Das auf jeden Fall, aber die genaue Wortwahl weiß ich gerade nicht mehr. Oh Gott. Ich finde es leider nicht. Ich hasse es, dass YouTube Shorts so fürchterlich sind. Nur nicht als normale Videos angezeigt werden. Ich will auch mal. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir sowas. Poppy. Secrets? Keine Ahnung. Nee, nicht wirklich. Secrets ist, glaube ich, auch ein bisschen doof. Nee. Das ist es. So the ending to Poppy Da, dieses Video ist es, das ich gesehen habe. Das war doch kein Short. Bruh. Playtime, Chapter 2. Wo ist denn die Stelle?
Ja, kind schauen of wir uns felt mal like so a 4 Minuten 180. an. Muss ja When we nichts. first freed Poppy at the beginning of the game, they seemed very helpful and kind. But as the chapter Die progressed, hat mich erschrocken. Was für Hilfe. Okay, die hat schon geholfen, aber trotzdem hat die mich erschrocken. and we get to the end of the game, when we free them again, they Oh, Internet. Ach, ich weiß auch feel warum. cold Weil ich nebenbei Euro Truck Simulator downloade. and distant and kind of harsh. They immediately check to make sure Ich muss die Qualität leider ein bisschen runterschrauben wegen ETS 2 Download, sadly. Mommy Longlegs is dead. They say good, and we move on to the train. And when we Als ob 480p nicht mal geht. Nee, noch weiter runter will ich nicht. get on that train and we start riding Gosh. down the path, we almost feel like we're betrayed. There's like a sense of betrayal because you were lured into this false sense of doing something, but in reality, you're kind of being used, and the way that Ich Poppy glaube, auf 480p ist echt nicht schön. talks makes you Wie konnte ich 480p ausstehen? Krass. feel like she just leveraged you. But the crazy thing is, before launch, this scene wasn't always like that. And in the debug version, or the alpha version, or beta version, or whatever you want to call it, of Poppy Playtime Chapter 2, there's a different ending. And quite honestly, the way it's framed is interesting in how it affects the story. So when Mob Games was pushing updates through Steam, honestly, for myself, when I was going through the game, I was constantly worried because the game was always updating. Nein. Aber es ist hochgeladen. Ja, lad doch. Bam, 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 bam. Warum lebt das Video nicht? I was worried I was going to lose my progress or my saves were going to get corrupted. But one of the times, Oder kriegt tausende fatale Error. Ach nee, das war in Chapter 3. Nicht in while I was 2. updating, and it queued a very, very long update up. I decided to just go into the actual game, the exe file on my computer. I double clicked it, and that's when I saw, Oh, jetzt this geht's, is glaub ich. weird. There's a chapter select screen on the title screen. Das wäre And doch I was cool. thinking, like, oh, maybe this happened because I booted up the game mid-update and I caused some weird debug thing to be active. Well, it turns out no. It turns out there's actually a debug version of the game actually in the Steam Games files. And you can boot it Yeah. up. And there's lots of weird stuff in this, and at some point I'll probably cover different things in this. But the most interesting thing to Crazy. me was the end of the game. When you get in that train, Poppy says things that are entirely different. This is what she says. Bin gespannt. You did it. Against all odds. You defeated Mommy. And you freed me once again. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I cannot let you leave yet. Und da ist die Musik. You have so much potential. I know you came to find the ones who had disappeared all those years ago. But they're gone. They've been gone for a long time. Terrible things have happened. And I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. So much is unknown to you. Where do I even begin? But you can fix everything. I see it inside you. This train is now heading towards Playcare. It's the best place to start looking. And hearing this, it has a completely different feeling than the chapter 2 that we got. For one, Poppy sounds kind and understanding. Even though she needs our help, I don't get the same sense from her that I get in the normal ending. But when she says terrible things has happened, a phrase we've heard time and time again, she says, I am the cause. Being able to exist as a doll, it has killed so many people. I know you came to find the ones who had disappeared all those years ago, but they're gone. They've been gone for a long time. This is all really, really important information. And we don't know whether this is non-canon now, or if they realized, oh wait, we're giving away too much of the story in chapter 2, let's take some of this and move it to chapter 3. Because now we know our character has a personal attachment to the people here besides just being a worker. Sure, they got a tape in the mail, sure, they got a letter.
But the reason they came is for the people that are gone, who disappeared a long, long time ago. And we know that Ludwig lost his daughter, and that there's aspects of that play into the plot. And a lot of times it makes us think that Poppy is the daughter, right? Because Poppy as a doll has killed so many people, verifies that a lot of these experiments were just for her. All this crazy stuff that happened, Poppy was basically the end result. Or at least hypothetically in this branch of the timeline before this stuff was scrapped. But it doesn't mean it's scrapped for good. This stuff could come back, and I'm really curious how it's going to affect Chapter 3. But I'm really curious to hear your thoughts and theories in the comments below. Okay. So, was das in Kapitel? Bin ich schon Kapitel 3? Nee, das ist Chapter 1. Bist du schon Chapter 3? Das ist Mega League. Ja, wahrscheinlich das hier, ne? Project Playtime behind the scenes von Bits? Nee. Ah ja. Boy Playtime. Was? Warum kommt das Projekt? Chapter 3. Daniels Konzept. Oh Gott, welches kam vorher raus? 8 Tagen vor 2 Wochen. Okay. Gut. Ja. Haben wir hier für 2 Wochen. Dann haben wir hier vor 8 Tagen. Ich hoffe, dazwischen kam nichts. Ja, warum ist da jetzt noch ein Video drin? Hey guys, and welcome back to another Lost Bits video right here on the channel where we explore the unused, altered, and Oh, das ist noch eins, was? Noch eins, oh Gott. So. Was haben wir denn? Da haben wir eins. Von 9. Alles. Das ist Project Playtime. Das haben wir. Chapter 3. Vor 3 Wochen. Hatte ich das nicht eben schon? Ah, nee. Vor 2 Wochen. Okay. Das ist das vor 3 Wochen, denke ich mal, das erste. Naja, und das Speedrun, aber ich glaube, das ist, glaube ich, nicht wirklich was mit Dings zu tun. Plants vs. Zombie. Nö, okay, gut. Dann ist auch schon Project haben, also muss es, denke ich, das hier sein. Danach Speedrun, okay. Das. Ich hoffe, der hat jetzt die Reihenfolge richtig gemacht. Peter ist ganz unten, also sage ich, hoffe ich jetzt einfach mal ja. Bin mal gespannt. Hey guys, Hi. and welcome back to another Lost Bits video right here on Tetrabit Gaming, the series where we explore the unused, altered, and unseen content in gaming. Poppy Playtime Chapter 3 is finally out, and so we are back here covering it on this series. Chapter 2 was an absolute goldmine of 9-minütigen, habe ich. of unused content. Will das Chapter 3 15, follow okay. in its footsteps? I guess time will tell. Kann ich ja schon gleich But noch for this ändern. first video, we'll be going over a whole bunch of unused Oh, maps sweet. left Oh over my in the God, game was. that give us a glimpse into the early development stages of this chapter. Before we jump in though, I'd like to thank Opera GX for sponsoring this video. Default internet browsers are Oh, Project Sponsoring, okay. Mit welchem Code kriegen wir? like if you're a big fan of Ach Poppy nee, warte. Playtime, Project ist kostenlos. there's Warte, even a was? custom mod for that too that adds wallpapers, sounds, and more. Was? Es gibt ein Mod? Was? There's no lengthy Okay. QuickTime events here either, as Opera Was? GX offers a nifty quick Crazy. import tool that lets you seamlessly import bookmarks, history, and Ah, ich hab more meinen from your Browser schon previous gefunden. browser. So help support the channel and use my link below to make the switch to Opera GX today. And with all of that said, take a cat nap on that like button below. It's time to check out some Poppy Playtime Chapter 3 Lost Hey, ist ein Bits. bisschen umgestellt. Alright, so first let's do a bit of a found bits section here to talk about one thing in particular that was once unused, but has now finally been implemented, as many of you have been leaving comments about this since Mal die Chapter Start 3 geben. dropped. And this is, of course, the Huggy image that was left over
unused way back in Chapter 1 of this game, which has seemingly been reused for the hallucination Huggy VHS tape in the Nightmare segment of Home Sweet Home. When looking at them side by side, although definitely... Oh, krass. Ja, ist ein bisschen anders, glaube ich. Oder ist aber nur dunkler, kann das sein? Nee, doch, oder? similar, we can see that they touched up the one that ended up being used here in Chapter 3, with the eyes looking different, and there being a lot less teeth, namely on the bottom of Huggy's mouth in the final one. And interestingly enough, the original Huggy image, now renamed to Huggy Scary in the files, actually once again remains unused in the files of Chapter 3. Well, mostly. We'll get into this more a bit later in this video. But in any case, really cool to see that an image left over unused in the game ended up being reused over 2 years later. Oh, das fand ich so schade, dass ich da gespoilert worden bin, dass das passiert. Das fand ich so schade. Weil ich dachte, das wäre ein Video von Chapter 1 und was von Chapter 3. Das wäre so cool gewesen, wenn ich das nicht gewusst hätte. I can keep a secret, be like Huggy. Oh Gott, ja, richtig, da war ja was, wenn ich pausiere, verdammt. And now getting to the good stuff here, let's check out the handful of unused maps left over in Chapter 3. Starting off small, we got Entry, and I feel like we've seen these maps several times on the series by now, but yeah, it's literally just a cube. That's it. Nothing else to say here, really. Then, since it's the first section you play in Chapter 3, let's now go to Intro Tunnels Blockout, which covers the intro of the game up to getting in the cable car, which takes you to Playcare. Let's go. So here, let's start in the trash compactor room, where we can see that at this point, it's pretty empty. But I guess this makes sense, since this is essentially a rough draft of the map with really basic models made to lay out how the area is planned to look. Then from here, we can go through this gap and see our first developer text of this video, as looking up, we can see placeholder text for, I guess, what was planned to be a sign instructing employees of the area that a safety harness is required for all repairs here. Not only did the sign not end up being placed here in the final version, but this whole platform that you'd have to squeeze through here was removed too. Then moving on, we can see an early mock-up of the piston platforming section, as well as the area above, where we can also see a hole in the wall similar to what was made for the final version. What's also interesting is that here there seems to be another piston platforming area on the other side of the trash compactor, and this one is actually doable here, so this definitely looks like it could have been another way to get up to the top area. Then in the upper catwalk section here, in addition to some nice yellow and blue blocks, there's this strange floating grab pack hand with a red and black texture. Now this same red and black texture is later seen in this map, seemingly as a placeholder way to show a trail of blood. So maybe this was a placeholder for a bloody grab pack hand or something? And it can actually be interacted with too, as if you pull it with the grab pack, it will like open up, seemingly letting you go back down into the trash compactor below. Now, why you'd want to go back there isn't clear, but whatever the plan for this was, it was ultimately scrapped, as there's nothing really like this here in the final version of this area. Near this area, we can also find a nice chunk of developer text indicating that this room here was meant to show the player the first gruesome indication of what Nappy Cat has done to the other toys here. Oh yeah, Catnap is referred to in the game's files numerous times as Nappy Cat, so it's quite likely that Nappy Cat was the original name for the creature before ultimately being changed. Honestly, I think Catnap rolls off the tongue much better, so I think this was a good change. Anyways, the final version of this area definitely succeeded in doing what it was planned to do based on this text. Then from here, we can go to the next area, which in the final version, we got the second piston platforming section, but here there aren't any pistons yet, at least that are visible. When you do get to the other side of the section, you can start to hear some thumping noises. And it turns out that these are actually caused by some objects clapping against each other just out of bounds here. I'm not quite sure what these were for, and the sound effect almost sounds like it was just made by a person going do, 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 do. Also near these is an emergency control switch, which at first I thought that this would have made these stop or would have been controls for the compactor or something, but pulling the switch didn't seem to really do anything.
Schade. Then looking to the right from the end of this area, we can get a nice view of a Oh. stiff model of Catnap Aye. just chilling here. And I guess this was a placeholder for his model that's seen crawling away here in the final version. It honestly just looks so goofy to see him grinning like this, almost like he knows we shouldn't be seeing him in this state. From here, we can pull open this vent covering to then crawl through it, which is easier said than done without proper lighting. Then in the room that follows, we can see some awesome Interessant aus. placeholder models of a fridge, a pool table, this amazing looking TV, Alter, and more. wer ist ein Fernseher? I also love that the cupboards here use like little jail cell doors as Lol. a placeholder. There's also this placeholder for a poster that reads, "Huggy can keep a secret. Be like Huggy." Das And haben wir it vorhin mentions that the gesehen. employees are contractually obligated to be like Huggy. I wonder to what extent. Anyways, just to give you guys a picture of how much this room was updated from this state, here's a Billiard. side-by-side comparison of the two. Yeah. From here, we Das can ist ein also see a Unterschied, trail krass. of blood that was supposedly left by the player as Catnap was dragging them to the garbage chute in the chapter's intro. So we can follow it back to see a restricted access door that was just changed to what looks like an unassuming elevator here by the green hand charge point. And no, unfortunately there isn't anything cool behind these doors. No. The blood trail then leads us to a door with more dev text, Oh. and this time, this sign was actually implemented into the final version, verbatim. Ach, das ist der, okay. In the next room, we can see an early version of the tube that Ollie sends down a battery through, as well as some more basic props. There's also a little secret hidden away though, as just Was ist above denn? this room are some cubes in 4 colors that would make for a sweet logo. These Okay. seem to be an early setup for a puzzle of some sort, but whatever the plan for these was, never ended Ja, up aber ist being da nicht irgendwie realized. so ein Farbwechsel sogar noch Then bei through this dem door, we Teil? finally get to the train Play track care. area, where we can first see a nice basic version of the play care sign, which was used to tease this chapter back at the end of chapter 2, which oddly doesn't make an appearance in this game. And then there's also this big train crash here. More like big octagonal prism crash, am I right? There's also instruction here to add particle effects to make it seem like the tunnels are at risk of collapsing, and I don't think this was something they really ended up doing here. Then moving on, we can see some nice rubble chunks on the tracks as we finally get to the entrance to the cable car to play care. Alter. The security room is here with only 1 TV rather than like 15, and so is the maintenance room. And although there isn't a placeholder power puzzle here yet, there is what looks to be an early model of a VHS tape. So it looks like originally there was a plan to have one of those in here as well. Then after Right. passing the awesome looking low poly trees going up the stairs, Oh, das we sind can see coole an Bäume. early logo for Elliot's Express. And then lastly, for this area, near the early cable Let's car, we go. can see some more dev text on each side saying, "Let's go," and then one for a "Watch your step" warning. As far as out of bounds things here go, there's some of the usual stuff you might expect, warum like ist a dann- power puzzle, grab handle, and other random level objects here and there. But one of the weirdest things is that there's also a floating yellow Nintendo 64 controller found Was? out of bounds here. Was? Listed in the game's file simply as Blockout and 64 controller, found just above the vent section before the lounge room. It's unclear what exactly this epic Okay. controller in all its 3-pronged glory would have been for, but someone obviously Schade. put at least a bit of extra effort into making this, and they could have Hätte den made gerne im any Spiel generic gehabt. looking controller, but I guess whoever made this had some good taste. And this also turns out to be one of the very few objects in this early map that you can actually grab and carry Oha. around. But yeah, unfortunately, whatever the idea may have been for this seems to have been ultimately scrapped from this chapter. Schade. All in all, this map was really cool, and I thought it was awesome to get a look at this area and a bunch of the placeholder models from a much earlier point in development. Then moving on, next up we have a map titled Dome Environment that's found in an archive maps folder in the game's files. And as you'd expect, this is an early version of the main play care dome area, though Oh. obviously a bit further along in development compared Das to ist the Alter. previous map. War klar. Here we start out in the maintenance area under the statue, and we can see a few notable differences. Although the strange-looking generator with all the eyes is still here, Nice. this room lacks the sockets for all of the cords from the different areas around play care. There's no chute that's used by Ollie to send you down keys, and
lastly, the computer is Oh. much different compared to Okay. how it's seen in the final, with this one having a bunch of small monitors instead of one bigger one, and then the main console here is just a big placeholder blue Coole box. Konsole. Then if we try going up the stairs to the main area here, we can notice that it's blocked, as the grass geometry above is just straight up borked, preventing you from walking or jumping up through. But thankfully, I was able to teleport across, so I could explore the rest of the area to my heart's content. Although all of the main buildings here are where they should be, as you can see, the rest of the dome is pretty empty. Mhm. The area where you come down from the cable car Habe ich is jemals also nach oben geguckt, als ich da war? Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie das Hoppala. finished, as basically everything from it hasn't been added here at this point, and even these stairs here are not only Oh. lacking proper God. textures, but even any collision, as you can just walk right through them. And furthermore, although the buildings are here, they're different compared to the final versions, as unlike there, where inside there's more stuff modeled and even some rooms that you can walk in, here they're straight up just empty. So I guess Oh. this was from a point where the developers knew where they wanted the buildings to go, but they didn't finalize how their internals would be laid out just yet. Das kann sein. Then, in addition to these weird blue boxes that are found all over the place with no seeming function, there's what looks to be an early version of the elevator that you go up with Poppy and Kissy in the game. The signs around the statue in the middle are here, but the buttons to activate them haven't been implemented here yet. The counselor's office building has a front wall detached and is missing the first level of steps that lets you walk around the sides and such. Hey, warte mal. Detached. Bin ich gerade doof oder war das nicht einfach nur ein Knopf ohne Symbol? Ich bin wahrscheinlich einfach nur doof. Wahrscheinlich war bei mir auch ein Symbol da und hab's nur nicht realisiert. Das kann sein. Been implemented here yet. The counselor's office building has a front wall detached and is missing the first level of steps that lets you walk around the sides and such. Nee? And then, Oh. probably the most interesting thing here is that the War toy store keins? looks quite Oh, different. okay. Unlike in the final version where it's more Interessant. decrepit and blocked off, this one is much more open. And we'll talk about this a bit more later in this video, Oh, okay. but there's extremely strong evidence that reveals that the toy store was going to be another big area that the player was planned to visit that ended up being cut from this chapter. So if you were ever wondering why the toy store seemed like a more prominent building in the dome, even being one of the bigger highlighted ones on the map, yeah, the plan was originally for it to have a much bigger role in the game. Oh. Now, while we're on the topic of the dome, I'm not going to be diving into the out-of-bounds stuff in the used maps too much here because I didn't really find anything that crazy for the most part. But outside of the dome, I did find at least 2 of these orange canister things that I don't believe I've seen used anywhere else in this chapter, so I thought that was pretty neat. Oh, also, when flying around this map, I noticed something was hovering above the cable car, and it turns out it was actually a VCR player, and I guess this is how the developers got the intro message from Elliot Ludwig here to play inside. And it also appears that this is actually where the sound of the video is coming from. Although it looks a bit goofy. Ah, okay. Da kann man. Okay, gut zu wissen. From outside, it's quite a clever way of pulling this off. Then in the school map, just above the generator room, are actually 2 models of Mr. Light. One of the creepy Gott, die links. War das die? Ja. Die war so nervig. ruined one that's seen in the game, and then one of her all clean and looking brand spanking new. Das ist die gleiche. Oh. And I don't believe this model is ever seen used in the game, so it makes me wonder why it would be stashed way up here. In any case, it's pretty cool to see them contrasted like this, to see, I guess, how they were before and after the Hour of Joy. Also, I just realized this when editing this video, but the ruined version's eyes follow you wherever you go, which, thanks, I hate it. Oh, and on the note of out-of-bounds models, there's a squeezed-looking catnap found out of bounds in the Home Sweet Home area. Just thought you should know. Now, moving on, next we got a pair of early versions of the Gas Production Zone, the first of which is titled 1 Functionality Gas Production Zone Proto 3. First of all,
Typically, maps with functionality in the name only loads parts of the map that have, well, functionality. So unfortunately, we don't get the whole map here, but only some parts of it. Secondly, this file name references a Proto 3, which not only appears to reveal that this map was from a build of the game titled as such, but also suggests the existence of 2 more prototype builds that predated this one that are out there somewhere. My fingers are definitely crossed that hopefully one day we might get to access these. Anyways, here we get to see an incredibly early version of the gas production zone, including stuff like a very early main computer, some really basic wiring around the area, some early main gas tube things with the raised one, I guess indicating where the red gas was being held. We can see some early placeholders for the purple hand panels, a grab pack here, I guess as a placeholder for the grab pack 2.0 where you unlock the purple hand. Then we got some power node things, as well as early elevators for the final boss fight, as well as for the ending of the game. There wasn't much else that stood out to me, but it was just really cool to see this area in an early state like this. Then next we got 2 Blockout Gas Production Zone Proto 3, so also from the same prototype build I guess, but the 2 at the start I suppose suggests a second iteration here. Also, this time around it's a blockout map, so it's much more complete looking than the previous area. From the entrance, we can see some different models for the main computer and cylinders here. There's this big lab sign, which looks like it was moved here in the final version. The section for the first purple hand puzzle platforming area is roughly put together here, though lacking any of the actual bounce pads. And similarly, we also have a very early makeup of the controller power puzzle room, here referred to as Control Center A. But probably the most interesting thing about the early version of this room is that it appears to reveal where the elevator at the end of the chapter might be taking us, as in this room is some big developer text reading prison. Now, this room itself certainly doesn't resemble a prison in the final version, so I'm willing to bet that originally the plan was for this sign to tease where the next chapter would take place, similar to how at the end of chapter 2 we saw the Playcare sign. Now, this sign does appear to be crudely covered up with some shapes, so perhaps it was around this point in development where the developers were deciding to scrap this sign idea to make it more of a mystery where the next chapter will go. Though in the files, there is actually a finished texture for a prison sign too, so who knows. But I am willing to bet that Chapter 4 will end up taking place in a prison area. So if this does end up getting revealed in Chapter 4, come back and let me know if I was right or wrong. Anyways, moving on, next up we have my favorite of the early maps, and probably the most interesting, an early version of the hallucination section in Home Sweet Home, referred to in the files as Dream 1, with this early version listed as Dream 1. Now here we start things off in a room much different to the one seen in the final, and not only in that it looks more basic, but we also have a fountain with water coming out of a statue of Poppy, and instead of just a creepy room, this looks like a foyer entrance of sorts with a bigger sign for Home Sweet Home, and then we also have 2 placeholder statues, one for Elliot Ludwig, the founder of Playtime Company, as well as Stella Graber, who is revealed to have been the head of Playcare in this chapter. I gotta say though, I love the placeholder model for these statues, they're just so chonky looking. But the real fun of this area starts once we head down the lengthy staircase here, where we can start to see some doors that don't quite line up with their frames, and then, just like in the final version of this chapter, we are given the illusion of choice as we make our left and right turns at the radio junctions. And what's extra interesting is that this early version also uses some radio messages that are different from the ones heard in the final game. Here the radio messages mention the murder of a wife and her 2 kids by the father of the family, even going into details how he lured the daughter and son to do so. It's quite unsettling. I'll shut up now and let you listen to these cut messages in full. As the congressional debate over gun control flares up yet again, we regret to report the murder of a wife and her 2 children by their husband and father. The father purchased the rifle used in the crime at his local gun store 2 days earlier. This brutal killing took place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. Called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, look behind you. I said,
strange spell. Interesting. Look behind you. You've been chosen. Was? The son came to investigate the commotion. The father shot him too. Don't touch that dial now. We're just getting started. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. Så välkommen till vården. Was? Mycket snart öppnas portarna till en ny dimension. 204863, ja. Was so eine Bedeutung? And if these sounded familiar, they should, as to add to the obvious inspiration of this area from the 2014 demo of the cancelled game PT, these radio messages were straight up borrowed out of that game as placeholders here. No. Moving through the halls, we can also see a goofy early animation of Catnap looking at us and then scurrying away. In one of the halls here, we can also see an early version of the scratch mark messages saying the path ahead seems dim. And then another crazy thing in this early map that you might have already noticed is that the picture near some of the radios isn't of some orphaned kids, Stimmt, but lol. it's of some scientists. And not just any scientists, these are actually the scientists from the Black Mesa Research Facility from Half-Life, and this is actually a texture from the game Half-Life 2. Oh. I just thought this was a really cool little placeholder to have chosen to be used here. Anyways, just like in the final version of this area, eventually you start to hear a phone ringing, and following the sound will lead you to an untextured room here with a model of a grab pack hand on a phone, and interacting with it will result in not Ollie chatting with you, but instead a really creepy voice telling you to run. Oh, and God. honestly, this one I think is 100 times scarier. You need to run. The resulting little peek-in by Catnap is much less scary though, as he just awkwardly moves away again. After this, we get the last radio message that instructed the player to look behind them, and if the player does so here, they will see that the path they took to get to this radio has been sealed off. This doesn't end up happening in the final version of this area, though I think this would have made for a really cool effect there. Das war echt cool. Then if we disable lighting, we can see a goofy model of Catnap staring at us through this door. The next radio message here has some absolutely jammin' music that I don't think goes used anywhere else in the game. Oh ja, das ist ein Jingle. And then there's another creepy hallway where we can just see Catnap's eyes, but if we disable the lighting again, it becomes way more goofy than creepy. Eventually, though, we get to the final room, which here is eerily referred to as the Smile Room, where, as we approach, we get to hear the unsettling sound of children crying. And once inside, we can, go figure, see an early version of the room with placeholder models of basically everything there, including the TV from which Hallucination Huggy spawns from in the final version. And here we actually get the only early version of using a VCR, as we can actually grab the placeholder VHS tape here and slap it into the VCR, and yeah, this actually causes the original Huggy image texture to show up on the TV. Unfortunately, the tape doesn't go away and just remains in our hand, but I just thought it was super cool to see the image here used like this. And this all but confirms that this image was indeed used as the basis for the Hallucination Huggy image that ended up being made for the final version of this area. So cool. And lastly, for this area, if we take the camera out of bounds, just like in the final version, Jeder drauf einsammeln. Raum. see the illusion of choice this map gives us, as no matter what path you take, you always end up going to the same destination. But what's extra interesting is that there's also a chunk of hallways disconnected from the rest way out here. There's nothing too exciting about these though, it just seems like each of the 3 main sections here uses a different texture for the walls, so perhaps this was a way to test how they would look and how they could transition between the different textures or something. Oh, and yeah, there's yet another model of this goof just chilling at the end here as well. Natürlich. And then for the final unused early map, or at least for the ones that are more so complete, we have an early version of the final boss battle area listed as Final Encounter Blockout.
And you know the drill by now, it's basically an early version with more basic placeholder models. We got some early sockets for the batteries, an early model for not only the green power node source, but some really basic looking models for the charge points that you need to bring the charge to in order to activate the even more basic looking pipes that blow out the steam. We can also see that this rusty platform here was used as a placeholder for the sliding door, and then lastly for this area, something that actually ended up getting cut from the final version is this large see-through pipe that leads to an also unused ammo box. Ooh. Now I will talk about this more in a future video, but basically, originally okay. the orange hand that you find in the game that lets you launch flares was planned to take ammo that you would find throughout the chapter, instead of just auto-reloading das on a ist timer. interessant. So I guess this chute here would have likely been a way to infinitely get ammo during the boss fight against Catnap, suggesting that there were plans to incorporate the orange hand into the final fight so that all 3 special grab pack hands would be utilized instead of just the green and purple ones. I guess juggling all 3 hands might have been deemed too much to deal with, but I don't know. I wish the orange hand got a bit more use in this chapter. It just seemed to end up being a way to generate light in darker areas towards the end. And now, last up for this video is an unused map simply titled Dev Notes, and as the name suggests, this spawns us into a room with a whole bunch of dev text all over the place. Now, I'm assuming this was supposed to be loaded in alongside an early map so a dev could, well, see where all of these notes were for, but unfortunately, whatever map that may have been is no longer left over in the files. That said though, we can still kind of piece together where and what these were for. Phone call 2 is the one that you get from Ollie when you first enter Playcare, so this was shortly after the cable car ride. There are more notes for phone calls when plugging in the Home Sweet Home cord and grabbing the gas production zone key, so this was under the statue, and more. There's also this general note here in the middle for how the devs implemented some of the Catnap interactions, and then looking around, we can also see some dev messages for the different buildings in Playcare. For starters, in the Home Sweet Home section, we can see a placeholder location for the tape there, as well as references to Kissy Missy's room, as well as Ollie's room. Now, I'm not sure if the room we see Kissy Missy there was meant to be her room, but I don't think I recall ever seeing a room that was explicitly supposed to be Ollie's room there. Then, not far from here, we can see another tape, a placeholder for where you find the gas mask, and then various notes for radio messages, and this must have been for the hallucination sequence there. Maybe. Then for the school area, we can see a placeholder for one of the teacher diary messages, the door that ends up crushing Miss Delight, and later a very early layout for the power puzzle where you have to bounce up with the purple hand, which based on this, seems like it was originally planned to appear near the schoolhouse instead of the counselor's office as it's seen in the final. We then get to the cave area between the school and the playhouse, and here we can see probably the most interesting thing of this map. Not only is it a placeholder for the prototype shrine that's seen there in the final game, but here we can also see that it was planned to be placed here only if the toy store remained cut from the game. And since it did end up being placed here, yeah, that basically confirms that the toy store was planned to be another area the player would go through, but the decision was eventually made to scrap it. From here, we can get to the playhouse entrance, but surprisingly, there's not really anything else here for the playhouse, so next we go to the counselor's office building. Here we start near the tape that plays the emergency alert on several TVs throughout the hallway, and we can see quite a few placeholders for those here. We then get to a placeholder message for the cutscene in the game, where we can see a Bunzo Bunny doll get absolutely trucked by Catnap. And then we can get to the building's generator, which ends up being the last one that the player needs to connect in this chapter. Then close by, there's another dev note, and this is actually another placeholder spot for the prototype shrine. Only this time, this is the spot that it would have been had the toy store area not been cut. And yep, you might have guessed it, since this is just to the right of the counselor's office from the middle, it appears that originally the plan was for the player to discover the prototype shrine in the toy store area. It was pretty cool to see it in the caves, but I think seeing a massive shrine in a
creepy rundown toy store would have been super creepy too. And lastly for this area, we have the gas production zone, and here we got placeholder text for the red sludge from the gas machines that falling into would kill the player GG. There's a few more spots for where the phone calls from Ollie would start, and then interestingly there's also the Claire Harper tape here, which in the final game is actually the first one the player can obtain just after the trash compactor room. So I guess the plan was originally for it to be found here. We then see notes for the gas cylinders, the double-arrowed button on the main computer, the lab sign, which we also saw in the early blockout map I mentioned earlier, placeholders for where you get the Grab Pack 2.0, as well as the big blue battery slot, which it looks like was originally going to be more so a big power outlet than another slot for a battery. And then lastly, near the note for the Poppy closing scene, we can once again see in big beautiful text that indeed the plan was for a big prison sign to have been revealed here. I'm definitely curious to see if they outright decided to change where the next chapter will take place, or if they just wanted to keep it a mystery for a while longer, but I guess only time will tell. But my friends, we'll wrap it up there for part 1 of these Poppy Playtime Chapter 3 Lost Bits, and I hope you enjoy. Okay. Cool. It looks like we're about 30 minutes deep with this chapter's unused content, so off to a pretty good start, but there's lots more to cover, so I'm sure I'll have at least one more video for you guys. Crazy. Till then though, check out some of my other Lost Bits videos, and Ja. Aber gut, habe ich geliked, ich hoffe. Okay. hey guys, and welcome back to another Lost Bits video right here on the channel, where we explore the unused, altered, and unseen content in gaming. We are back again with another video on Poppy Playtime Chapter 3, and much like the chapters before, this one is absolutely ripe with content that goes normally unused. I highly recommend watching my first video on this chapter for more context, as I'll probably be referencing back to it a few times here. But anyways, in this part we'll be going over some more hidden secrets, unused animations, sounds, and more. So huggy wuggy that like button below, it's time to check out some more Poppy Playtime Chapter 3 Lost Bits. Modern Wortspiel. Alright, so for starters, since a bunch of you have been leaving comments about this on my first video, as I guess I'm a bit late to this party, let's chat about 2 unused secret areas found just out of bounds in the Playhouse map. So first, it turns out that just beyond this wall in this pool section is the entrance to a scrapped ride segment, where the plan was for the player to actually ride the duck boat things found around the area. And it turns out that it's actually functional too, as if you go up to this boat here and interact with it, you'll actually get sucked into it and you'll phase right through the first gate as it starts to move. This duck ride slowly takes you through the area and you'll come up to Ja, dann erinnere ich mich noch, dass mir das gesagt wurde, dass es so eine fahrende Ente gibt. Oder gab, eher gesagt. Gates where you have to pull on the lever nearby to slowly open them up. Well, at least the first one works. For some reason, by the time you get to the second gate here, basically, no matter where you aim, the grab pack hands will just, like, grab onto some invisible thing just above you, thus making getting through the rest of the ride normally impossible. Nein. Now, I've seen theories around the internet for this area, mostly either it being a scrapped segment for escaping Dog Day, as you have to get through this ride while he chases you, or alternatively, this would have been another area